Ich bin Roland. Du bist Roland, dann ja, Roland sagen. aber ja. natürlich. Okay. Einige kennen mich unter Camper Roland. Okay. Das ist aber eine andere Geschichte und wir sind hier Aussteller, die von RS Reisemobil aus Mülheim an der Ruhr hier zur ABF gekommen sind, um unsere Produkte vorzustellen und dafür sind wir auch Hersteller. Okay. Also wir haben so kleine Offroad-Fahrzeuge wie hier, den sogenannten ES3. Ja. Das ist ein Fahrzeug, ein Anhänger, der auf GFK-Basis ist, 520 Kilo Leergewicht hat, Einzelradaufhängung, eine Dachlast mit der festen eingebauten Dach von 300 Kilo. Okay. Er hat ein Solarpanel, was man hier rausziehen kann mit 100 Watt. Die speist eine 80 Ampere Gelbatterie. Dann haben wir die in der gebremsten Variante auf 1,3 Tonnen, kann aber wieder abgelastet werden auf 750 Kilo. Heißt, ich kann das ohne zusätzlichen Anhängerführerschein fahren? Genau, das kann ich fahren und wir haben dann immer noch eine gute Möglichkeit, 300 Kilo zuzuladen erstmal, genau. Ja. Es wird auch öfter dann abgelastet auf 1000 Kilo für E-Fahrzeuge zum Beispiel. Die könnten das sehr gut okay. Da bin ich gar nicht informiert, was die so ziehen dürfen, aber... Ja, ich sag mal viele oder die meisten, glaube ich, bis zu 1000 Kilo. Aber ich will mich da nicht festlegen. Aber macht ja auf jeden Fall Sinn, dass man das so schon mal machen kann. Absolut. So, wir haben, was interessant ist, hier innen drin noch eine kleine Schrankanlage mit Tablet-Halter und du müsstest mal einfach oder dürftest mal einfach mit den Ohren reingehen und mal mir sagen, was du hörst. Achtung, jetzt. Ja, sehr wenig auf jeden Fall. Es ist so sehr schallisoliert, das heißt, es stülpt sich also quasi so eine Ruheglocke über einen und man hat dieses Gefühl, dass die Umgebungsgeräusche, dieses Brabbeln auf den Messen, das verschwindet tatsächlich. Ja, man ist auf einmal so wie in so einer Schallkabine. Ja, genau. Aber das ist wenn ich jetzt hier rauskomme, hört man schon wieder deutlich das Rauschen im Hintergrund wahrscheinlich, im Mikrofon jetzt auch. Ja, und das ist eben halt so, dass ich hier quasi die Kombination von GFK-Aufbau einschließlich der Innenverkleidung habe. Okay. Also schallschluckend auf jeden Fall, dämmend. Sehr gut. Ich habe auf der Messe immer gesagt, das ist das Sanatorium für die Ohren. Ja, genau. Ruheort, absolut. Wir haben optional auf dem 300 Kilo belastbaren Dach eben halt die Möglichkeit, welche Dachzelte auch immer aufzubauen. Wir haben jetzt hier eins von einem Hersteller, aber falsch rum aufgebaut, damit nach hinten von dem Gang her man dieses Zelt erkennen kann. Ja. Es sind eventuell wie hier bei unseren Nachbarn ein Klappzelt besser, weil ich dann ein bisschen weiter wegkomme von dem Fahrzeug und kann die Leiter ein bisschen weiter vor dem Eingang hinstellen. Ja. Wir kommen hier dann auch zum weiteren Zubehörteil, das wäre ein Duschzelt. Wir haben 100 Liter Wasser an Bord. Okay. Duschzelt oder Toilettenzelt, das kann man auch oben auch abdecken. Ja. Und hier hinten, sage ich immer, haben wir so eine kleine Gourmetmeile mit einem kleinen Kühlschrank. Okay. Dann Spüle und entsprechenden Schrankraum. Und hier kann ich also überall die LED-Lichter schalten, die ja durch die 100 Watt Anlage im Prinzip, also Solaranlage, gespeichert werden. Wahnsinn, Das Ganze geht zu und zusätzlich hätten wir hier noch eine einschiebbare Anhängerkupplung für den Fahrradträger. Okay, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wofür noch die Anhängerkupplung? Aber Fahrradträger, klar, macht in dem Fall Sinn. Ja. Genau. Zweiten Anhänger darf man in Deutschland nicht. Darf man in Deutschland nicht? Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man im Ausland unterwegs ist. Gibt es sowas, solche Regeln? Ja, aber eher in Amerika oder wenn man wirklich dann Offroad unterwegs ist, wo es keinen mehr interessiert. In Australien oder in Kanada, glaube ich, auf großen Strecken wird es das geben, aber bei uns Europa noch Fahrradträger nicht. auf jeden Fall. Genau. Ja, das wäre jetzt dann auch noch mal so ein kleines Video, wo wir mit einem Fahrzeug mal gezeigt haben. Jetzt läuft im Moment das Video nicht, auf welchem Terrain wir unterwegs sind. Ne? Ja. Also durch die Einzelradaufhängung ist das Ganze auch sehr gutmütig. Jetzt kann man sehen, er nimmt also Steigungen und Strecken und Untergründe
relativ gut auf, hüpft nicht auf, sondern zeigt einfach, dass es mit diesem Fahrzeug auch über Stock und Stein geht. Und das Klientel, was wir zum Teil ansprechen, ist dann auch an Stellen unterwegs, wo der Normalcamper eigentlich nicht hinfährt. Ne? Aber Ja. auch normal für die Straße ist das gut, weil dieses Teil mit 750 Kilo kann ich ja mit dem Polo schon. Ja, absolut, Befahren. na klar, sicher. Gebremst mit 750 Kilo kann ich viele Fahrzeuge davor sparen. Genau, und mit der gebremsten Variante kann ich auch 100 km/h fahren. Ja, ist tatsächlich echt interessant. Also gerade auch die Einzelradaufhängung macht ja viel aus. Bodenhaftung, man kennt das ja, Starrachse, Anhänger, ist immer ein bisschen Ja, steif halt das Ganze. Und die hoppeln sich dann auch nicht so auf. Und hier haben wir dann mal so martialische Räder, das ist aber auch der Coolness geschuldet. Absolut, natürlich, macht halt schon was her. Ja. Ja. Dann haben wir hier eine Markise, die also auch mit einem Umbau, sagen wir mal, einen zusätzlichen Raum ermöglicht, weil wir dann die Möglichkeit haben, also dann entsprechend Bestuhlung reinzustellen und so weiter. Also ich habe einen Schlafraum, ich habe einen Wohnraum, ich hätte eine Dachterrasse respektive das Dachzelt. Ja. Und bei der Küche könnte ich, das wäre eine Idee, einfach einen relativ guten Pavillon, Faltpavillon aufbauen mit 3 Seitenteilen davor geschoben. Ja, Und ich habe dann auch ein Küchenzelt. ganz genau. Der ES4, das ist die andere Variante. Okay, Der, wir können ja mal rübergehen. ja, der unterscheidet sich dadurch, dass er etwas breiter ist. Das heißt, wir haben die Kotflügel, die da sind, überbaut und haben auf beiden Seiten dann Klappen angebracht. So, okay, ja. Dadurch ist er breiter. Zusätzlichen Stauraum geschaffen. Und im Frontraum hat er also enorm viel Staufläche, Staukästen. Ja, Und er hat jetzt hier eine 200 Watt Solaranlage. okay. Die kann man auch rausnehmen. Das ist hier ein entsprechender Beschlag, ne? Wo ich also hier gut und gerne den woanders hinstellen kann, Ja. falls ich mal den anders in die Sonne stellen muss. Der Innenraum ist etwas größer, aber im Prinzip genauso gestaltet. Schauen wir mal rein. Und Auch mit dem tatsächlich auch hier wieder der Ruheeffekt tritt wieder ein. Schrank ist vorhanden. Tablet-Halterung. Du fühlst dich hier schon wohl, ne? Ich sehe das schon. Und hier auf beiden Seiten eine Klappe und auf der Ja. Messe habe ich mal scherzhaft gesagt, also wenn Sie einen großen Garten haben, kann man auch Folgendes machen. Man kann das zu einem Spaßmobil oder zum Barmobil ausbauen. Auf beiden Seiten 5 Barhocker, ich kann hier die Getränke spiegeln, auf der Ganz anderen genau. Seite genauso. Ja, Hier hinten wäre der Grillmeister, ja. würde die Gäste versorgen, in der gleichen Form wie da hinten. Ja, und dem Feiern steht nichts im Wege. Das Einzige bei 2,6 Meter Breite wäre, ich muss den in den Garten schaffen. Auch Okay, hier, das ist für viele schwierig, aber grundsätzlich würde ja, ich sag mal, Stellplatz Carport wegfallen, wenn man einen Pavillon oben drüber stellt. Man hat Genau. ein bisschen Partyfläche davor. absolut. Kann man Also- schon mal machen. Ich sag mal so, die Idee, eigentlich müsste ich die vermarkten, glaube ich. Ich denke schon, ja, das macht Sinn. Ja. Ansonsten der gleiche Aufbau, allerdings 100 Kilo schwerer, Ja, ja, klar. 650 Kilo und auch als GFK-Aufbau mit der gleichen schallabsorbenden Innenteilen. Ja, wir haben und es hier gerade wieder wäre auch, gehört. das haben wir jetzt hier nicht dargestellt, nochmal die Anhängerkupplung für den Fahrradträger Auch wieder optional möglich. Ja. möglich. Ja, das Ja. Ganze kann man bewundern und kaufen bei RS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. Ja, Da ist ja, die Leute, die das kennen, wissen, da ist die berühmte Campingmeile. Und von daher würde sich zum Beispiel von der Essener oder der Düsseldorfer Messe, die jetzt demnächst kommen, erst die Essener und im August, September die Düsseldorfer, Ja. einen Weg lohnen, die 15 Kilometer mal zu uns zu fahren. absolut, definitiv. Also vielen Dank, dass Ja. wir uns darstellen durften. Sehr gerne, ich bedanke mich dafür. Und ich freue mich, wenn auf den nächsten Messen die Leute kommen und sagen, ich habe das im Video gesehen. Ich gehe da ganz stark von aus. Ich auch. Genau. Ich habe eben noch ganz kurz gesehen, Instagram-Profil ist auch vorhanden. Ja, ja. Wie lautet das da?
Das weiß ich nicht auswendig. Ich schaue gleich mal auf den Bitte Fernseher gerne. vorne, da wird es immer eingeblendet. Ich weiß eher die Maße, aber am letzten Messetag, wir sind jetzt quasi fast eine Stunde vorm Ende, da ist man ein bisschen groggy. Das und kann ich mir vorstellen. ich freue mich schon gleich auf mein Feierabendbier. Sei Ihnen gegönnt, das Danke. glaube ich. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss.